Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und schnelles Rezept für einen leckeren Kartoffel-Brokkoli-Auflauf bzw. Kartoffel-Brokkoli-Gratin. Dafür als erstes 1 Kilogramm festkochende Kartoffeln schälen und mit einem Messer oder einem Hobel in sehr dünne Scheiben schneiden. Außerdem 500 Gramm Brokkoli in kleine Röschen teilen oder mit einem Messer einfach grob in Scheiben runterschneiden. Zum Schluss habe ich hier noch etwa 100 Gramm geräucherten Speck, einfach in kleine Würfel schneiden und wenn das erledigt ist, einen Esslöffel Butter in einen kleinen Topf geben, bei mittlerer Hitze schmelzen lassen und sobald die Butter anfängt zu schäumen, einen Esslöffel Mehl dazugeben, mit einem Schneebesen verrühren und kurz unter Rühren anschwitzen lassen. Jetzt kommen 300 ml kalte Milch dazu. Alles einmal gut umrühren, bis sich Mehl und Butter klumpfrei in der Milch aufgelöst haben. Und danach würzen wir schon mal, je einen Teelöffel Rosmarin und Thymian dazugeben, außerdem einen halben Teelöffel Muskatnuss und eine gute Prise Salz und Pfeffer. Zum Schluss noch 200 ml Sahne dazu gießen und jetzt nochmals gut miteinander verrühren, unter ständigem Rühren zum Köcheln bringen und so lange weiter rühren, bis die Soße leicht andickt. Dann vom Herd ziehen und jetzt können wir den Kartoffel-Brokkoli-Auflauf schichten, dafür die Kartoffelscheiben und den Brokkoli an eine passende Auflaufform geben, beides ein bisschen miteinander vermengen. Das könntet ihr im Prinzip auch schon vorher machen. Danach kommen die Speckwürfel in die Auflaufform. Alles mit der heißen Soße übergießen und zum Schluss mit 150 Gramm geriebenem Käse bedecken. So kommt der Auflauf jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 50 bis 60 Minuten, bis die Kartoffeln gar sind und der Käse eine goldbraune Farbe angenommen hat. Den Kartoffel-Brokkoli-Auflauf nach circa einer Stunde dann aus dem Ofen holen, anschließend auf Tellern verteilen und mit etwas fein gehacktem Rosmarin garniert servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.